Schmerzen im unteren Rücken oder am ISG? Vielleicht hast du gehört, dein ISG sei blockiert oder dein Becken verdreht. Aber stimmt das wirklich? In diesem Video erfährst du, warum das ISG selbst nicht immer das Problem ist und wie du die Schmerzen mit gezielten Übungen reduzieren kannst. Also, komm mit! Viele Menschen denken beim Schmerzen im unteren Rücken sofort an eine ISG-Blockade oder eine Instabilität. Doch die Wahrheit ist, dein Iliosakralgelenk ist sehr stabil und kann sie nicht einfach so blockieren oder rausspringen. Aber die umliegenden Strukturen wie die Muskeln, die Faszien, aber auch die Bänder, die können empfindlich werden und Schmerzen verursachen. Das Gute ist, mit Bewegung kannst du genau diese Empfindlichkeit reduzieren und langfristig auch deine Beschwerden lindern. Was passiert bei ISG-Schmerzen? Das ISG selbst ist kein bewegliches Gelenk, wie zum Beispiel das Knie oder die Schulter, sondern ein festes Verbindungsstück zwischen Becken und Wirbelsäule. Es kann Schmerzsignale aus der umliegenden Strukturen senden, aber es blockiert nicht wirklich. Oft sind Muskel und Faszien um das ISG überempfindlich, was die Schmerzen dann verstärkt. Wichtig ist, hab keine Angst für Bewegung. Dein Körper ist stark und anpassungsfähig. Übungen helfen dir, diese Sensibilität der Strukturen zu senken und die Schmerzen zu reduzieren. Und welche Übungen das sind, das zeige ich dir jetzt. Das ISG, wie gesagt, ist die Verbindungsstelle zwischen das Kreuz und das Becken, das Ilium und das Sacrum. Es passieren minimale Bewegungen in diese Richtung, vor und zurück, aber auch so eine schräge Bewegungen. Und deshalb solltest du auch Übungen machen, die genau diese Beweglichkeit auch fördern. Und die erste Übung, die ich dir jetzt zeige, ist zur Förderung von genau dieser Vor- und Zurückbewegung. Dafür brauchst du einen Stuhl. Du stellst dich zu dem Stuhl hin und falls du ausstrahlenden Schmerzen hast, die in Richtung Bein ausstrahlen, dann solltest du das Bein, wo du Schmerzen hast, auf dem Stuhl drauf platzieren. Und jetzt geht es darum, dass du den Oberkörper vorwärts beugst, in Richtung dieses Bein, was gebeugt ist. Aber nicht nur nach vorne, sondern auch etwas zur Seite. Das heißt, du stellst dir mal vor, du wirst deine Hände zu dem Fuß, was unten auf dem Boden ist, hinbringen. Beug deinen Rumpf so weit wie du kannst nach vorne. Das Bein hier bleibt schön gebeugt. Und wenn du das Maximum erreicht hast, dann versuchst du mit deinen Händen noch weiter Richtung Boden zu greifen. Gebe langsam 30 Sekunden in diese Position, so langsame Impulse Richtung Boden hin. Dein Oberkörper soll so gebeugt wie möglich bleiben. Das Standbein ist jetzt komplett gestreckt und das andere Bein bleibt jetzt gebeugt auf dem Stuhl drauf. Durch diese Beugung plus das Drehen in die Gegenrichtung passiert eine Dehnung von den Strukturen rund um das ISG. Und das ist letztendlich, wirkt es auch schmerzlindernd. Diese Übung solltest du dann 3-mal wiederholen und für jeweils 30 Sekunden unten bleiben. So eine Art wie Dehnung. Also, Bein auf dem Stuhl, gebeugt, das andere Bein bleibt komplett gestreckt. Du beugst den Rumpf vorwärts und gleichzeitig versuchst du mit den Händen den Fuß, was auf dem Boden ist, zu greifen. Bleib in der Position und beug dich langsam 30 Sekunden noch weiter nach unten, so als ob du deinen Füßen oder deinen Fuß anfassen möchtest. 30 Sekunden bleibst in der Position, in dem Bereich solltest du dann halt auch eine Dehnung spüren und dann wiederholst du das Ganze 30 Mal. Und du beginnst mit der Seite, die dir wehtut, auf dem Stuhl, falls du ausstrahlende Schmerzen in Richtung Bein hast. Die zweite Übung, was ich dir jetzt zeige, ist auch um die Muskulatur, um das ISG drumherum zu dehnen. Die Gesäßmuskulatur, aber auch die Hüftmuskeln. Ich zeige dir die Übung jetzt mit Hilfe von meinem Stuhl. Zu Hause wäre es noch besser, wenn du das in der Sofalehne machst, weil es dort einfach mal weicher ist und du einen größeren Bewegungsausmaß erreichen kannst. Du stellst dich seitlich zu dem Sofa hin. Falls du ausstrahlende Schmerzen hast oder eine ISG, weil normalerweise ist ja eher ein Bereich oder eine Seite, die mehr schmerzt, ist das andere. Die Seite, die dir wehtut, das wirst du jetzt auf dem Sofa oder auf dem Stuhl sozusagen jetzt
kniend. Und in dieser Position, das andere Bein bleibt jetzt gestreckt auf dem Boden, wirst du versuchen, die Hüfte Richtung Lehne zu bringen. Und da mein Stuhl jetzt ein bisschen zu hoch ist, passiert genau das, dass ich die andere Seite hochhebe. Prinzipiell ist es nicht schlecht, aber wenn du die Lehne von dem Sofa hier noch hast, kannst du dich doch deutlich mehr Richtung Sofa reinfallen lassen und wieder zurück. Wichtig ist, dass du versuchst, dass der Oberkörper etwas aufrechter bleibt und du bewegst das Becken, die Hüfte sozusagen, Richtung Lehne hin. Wenn den Arm auch auf die gleiche Höhe ist, hast du dann noch den Vorteil, dass du den Oberkörper gerade halten kannst und du bewegst nur das Becken seitlich hin. Bleib in der Position für ein paar Sekunden. Du wirst auch deutlich spüren, die Dehnung hier um die Hüftmuskulatur drumherum. Und dann lehnst du Hüfte Richtung Sofalehne und dann wieder zurück. Lass es zu, dass die Muskulatur auch genug Zeit hat, diese Dehnbarkeit zu erfahren. Es kann schon sein, dass du auch ein bisschen Schmerzen hinten spürst, aber das ist jetzt halt nicht schlimm. Du wirst auch nur mehr Beweglichkeit erreichen, wenn du auch etwas mehr als den normalen Bewegungsausmaß ausübst. Also Hüfte zu Sofalehne hin oder zum Stuhl hin und wieder zurück. Achte darauf, so wie es jetzt hier gerade bei mir war, dass das Knie nicht so nah von der Lehne ist, von der Rückenlehne, weil sonst spürst du ja kaum die Dehnung. Also das Knie relativ mittig bzw. etwas mehr weiter weg von der Lehne, von der Rückenlehne und dann bewegst du die Hüfte zu den Rückenlehne hin und wieder zurück. 12 bis 15 Wiederholungen. Langsam lass es zu, dass du die Dehnung spürst und dann wieder zurück. 2 Serien solltest du dann von dieser Übung durchführen. Beginne mit der Seite, die du Schmerzen hast und mach das gleiche danach auch auf der anderen Seite, um alles im Gleichgewicht zu bringen. Du hattest jetzt schon 2 Übungen zur Mobilität des ISG. Aber genauso mobil sollen auch die Strukturen drumherum, vor allem die Gesäßmuskeln, auch kräftig sein. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass du Übungen hast, wo man die Gesäßmuskulatur, die Hüftabduktoren stärken kannst. Und eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel im Sitzen mit Hilfe von einem Gurt. Diesen Gurt solltest du dann um deine Knie drumherum schließen, sodass du einen ganz festen Widerstand hast. Du könntest auch einen Bademantelgurt nehmen, irgendwas, wo du jetzt halt komplett dagegen drücken kannst und es sich nicht bewegen lässt. Weil das Ziel dieser Übung ist, dass du eine Isometrie durchführst. Das heißt, die Muskulatur wird kräftig angespannt, aber im Gelenk selbst passiert dann keine Bewegung. Du wirst auch spüren mit dieser Übung, dass du auch ein leichtes Zug hinten an den Rücken, an den ISG-Bereich ausspüren kannst. Also, deine Füße sollen auf dem Boden sein, der Gurt ist um deine Knie drumherum und jetzt machst du einen kräftigen Druck nach außen, so als ob du die Beine jetzt halt auseinandernehmen willst. Halte diese Spannung so stark wie du kannst für 20 Sekunden. Es soll wirklich kräftig sein. Nutze deine maximale Kraft. Mit der maximalen Spannung der Muskulatur wirst du hinten auch, nur dann auch diese Spannung in den ISG-Bereich spüren. Halte diese Spannung für 20 Sekunden und lass es dann wieder los. Beim Loslassen wirst du auch spüren, dass diese Spannung hinten im Gelenk auch weniger wird. Du kannst deinen Rumpf etwas nach vorne bringen, beziehungsweise auch dann halt deine Füße, wenn du jetzt tiefer sitzt als ich, hast du dann halt auch noch einen größeren Einfluss auf die Gesäßmuskulatur. Das heißt, Rumpf nach vorne gebracht und die Beine jetzt kräftig auseinandergezogen. 20 Sekunden lang mit maximaler Kraft und du wirst es hinten auch deutlich merken. Diese Übung solltest du dann für 5 Mal wiederholen, für jeweils 20 Sekunden. Wichtig ist, dass du die Kraft, die du machst, auch deine maximale Kraft sein muss. Für fast alle Schmerzen im Bewegungsapparat sind Übungen das Beste, was du machen kannst, um deine Schmerzen zu lindern. Und wenn du wissen willst, was genau du machen solltest, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen, um deine Beschwerden zu lindern. Und lass uns noch weitergehen mit unseren 2 letzten Übungen.
Diese Übung solltest du am besten direkt nach den vorherigen Übungen durchführen, weil bei den vorherigen Übungen ging es halt um einen Zug und eine Kräftigung der Gesäßmuskulatur und mit dieser Übung erreichst du dann noch eine zusätzliche Dehnung um die Struktur drumherum von das ISG. Du solltest dich irgendwo hinsetzen, wo deine Knie etwas höher sind als die Hüfte. Meistens hat das Sofa genau die richtige Höhe. Setz dich mit dem Becken so weit wie du kannst nach hinten, so dass wenn du jetzt halt dein Bein nach oben kreuzen kannst, dass der Fuß noch auf der Sitzfläche Platz hast. Wenn deine Schmerzen in das Bein ausstrahlen, dann solltest du auch genau dieses Bein jetzt halt nach oben bringen. Du beugst das Bein, platzierst dann der Fuß auf der Sitzfläche vom Sofa und drehst der Körper in diese Richtung. Das heißt, wenn das rechte Bein nach oben gebeugt ist, dann drehst du deinen Körper auch nach rechts weg. Du kannst dir auch helfen, den Ellenbogen von der gegenüberliegenden Seite, das heißt der linke in meinem Fall jetzt, das klemmst du jetzt gegen dein Knie und drehst den Körper so weit wie du kannst in die Gegenrichtung. Sicherlich, wenn du nicht schaffst, dein Bein so weit nach oben zu beugen, kannst du es auch nur überkreuzen. Wichtig ist, dass das Bein über die Mittellinie von deinem Körper rüber geht und in dieser Position, genau wie davor, Ellenbogen davor, so dagegen drücken, den Rumpf nach vorne und dann zur Seite drehen. Du kannst ja auch hinten an der Lehne etwas festhalten, sodass du wirklich diese Verdrehung von dem unteren Becken hast. Und in dieser Position bleibst du jetzt nochmal für 30 Sekunden. Versuche die Spannung nicht zu verlieren. Achte darauf, dass du so weit wie möglich drehst, weil nur dann, wenn du diese Schlussdrehung auch hast, wirst du unten in dem Bereich von dem unteren Rücken auch die Dehnung spüren. Es soll nicht nur hier in der Oberschenkel sein, sondern wirklich hinten am Rücken. Und das am Rücken erreichst du nur dann, wenn du auch den Rücken so weit wie möglich drehst. In der Position bleiben für 30 Sekunden, Spannung langsam loslassen und dann das gleiche auch in der gegenüberliegenden Seite. Linkes Bein rüber, gekreuzt, Ellenbogen dagegen und so weit wie du kannst Richtung Bein, was oben ist, den Oberkörper drehen. 30 Sekunden, jeweils 3 Mal. Und was nicht fehlen darf, wenn du Rückenbeschwerden hast, ist auch eine Kräftigungsübung für den Rumpf- und Bauchmuskulatur. Und dafür solltest du jetzt auf alle Viere gehen. Du solltest dich erstmal auf dem Boden mit Vierfüßlerstand, das heißt beide Hände auf dem Boden, beide Knie auf dem Boden. Deine Hände oder deine Arme sind 90 Grad mit der Schulter, du hast 90 Grad Hüfte und auch 90 Grad Kniegelenk. Deine Füße sind als erstes aufgestellt. Und in dieser Position wirst du nun eine Seite hochheben vom Knie und das Becken nach oben Richtung Decke bringen. Das Becken nicht seitlich abweichen lassen, sondern Rücken anspannen, Bauchmuskulatur anspannen und dann das Knie hochheben Richtung Decke, ablegen und die andere Seite. Und da solltest du auch wirklich genau darauf achten, dass dein Becken seitlich nicht abweicht. Viele Patienten machen dann halt sowas, fallen dann auf ein Becken rüber oder dann halt auf die andere Seite und dann verlierst du diesen Effekt von der Kräftigung und der Mobilität in dem ISG. Also Bauch und Rücken angespannt, Füße aufgestellt, ein Knie hochheben, Bauch angespannt, stabil halten und dann die nächste Seite. Falls diese Übung für dich zu leicht sein sollte, dann kannst du beide Füße gegen den Boden drücken, sodass deine Knie nur minimal vom Boden hochheben. In dieser Stellung wirst du auch deutlich mehr deine Bauchmuskulatur spüren. Also halte deine Knie oben, auch die Rückenmuskulatur gut anspannen und dann ein Knie hoch Richtung Decke, die andere Knie hoch Richtung Decke. Ein Knie hoch Richtung Decke, das andere Knie heben. Wichtig hierbei ist, dass dein Becken nicht seitlich abweicht. Diese Übung solltest du dann 10 Mal jeder Seite wiederholen. Das heißt, du wirst jetzt halt 1, 2, 1, 2. Insgesamt, wenn du die Bewegung hintereinander zählst, sind es dann 20 Bewegungen, sodass du jedes Knie 10 Mal von der Matte hochhebst und dann langsam wieder senkst.
oder falls du dich für die schwierige Variante entscheidest, bleiben deine Knie nur so ungefähr 2 cm von der Matte hoch. Weil sonst, wenn die hier zu hoch sind, verlierst du dann halt den Effekt von der Bauchmuskulatur. Heben nach oben Richtung Decke, heben nach oben Richtung Decke. 3 Serien für jeweils 20 Bewegungen, also 10 jede Seite, solltest du dann durchführen. Es ist wichtig, zwischendurch auch Pausen zu machen von 30 bis zu 45 Sekunden, damit die Muskulatur sich erholen kann und wieder gut durchblutet wird. Falls du Schwierigkeiten hast wegen der Handgelenke, kannst du entweder mit den Fäusten auf den Boden gehen oder genauso kannst du auch den Unterarmstütz auf dem Boden machen. Das wird deine Handgelenke auch gut entlasten. Falls du jemanden kennst, die unteren Rücken- oder ISG-Beschwerden hast, schick ihm dieses Video. Ich bin mir sicher, die Übungen können gut helfen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!